Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Brickworld. Heute kein Update-Video, sondern ich habe schon im letzten Video, glaube ich, angekündigt. Und zwar geht es darum, dass ich einen digitalen Entwurf gemacht habe für diesen Bereich. Und zwar hier soll ja schon seit einiger Zeit die Hütte hinkommen, in der unser lieber Thor oder Bro-Thor, der hier momentan am Feuer sitzt, mit seinen beiden Kumpanen einziehen wird. Das Schild steht ja schon, ebenso die Grundplatte sozusagen von dem Haus, und das soll ja im Inneren soll das Set eben eingebaut werden, das eben auch zu der Torfigur gehört, und aber außenrum soll eine Holzhütte kommen. Dafür habe ich jetzt, wie gesagt, einen digitalen Entwurf gemacht, und bevor ich euch den jetzt gleich am Rechner zeige, dachte ich, ich zeige euch erstmal, wo das Ganze hinkommen soll. Und ja, hier ist der Platz, und wir schauen uns das Ganze jetzt gleich mal digital an, und ich würde dann gerne eure Kommentare etc. alles gerne unter diesem Video gerne lesen, und dann können wir drüber reden und wie auch bei anderen Dingen vielleicht noch bearbeiten, bevor wir das Ganze dann in real aufbauen. Und da wären wir jetzt auch schon bei meinem digitalen Entwurf hier in der gerenderten Version, das heißt, so wie es dann mal real aussehen wird. Eins vorweg, hier nicht wundern, dass hier so ein kleiner Spalt ist. Es war nicht so einfach, das hier aufliegen zu lassen im digitalen Entwurf, aber das wird dann später natürlich richtig aufliegen, wenn man das baut. Und das ist ja mein Entwurf. Ihr seht, es ist sehr holzig, blockhüttenmäßig geworden. Und ich habe jetzt hier hinten relativ große Fenster. Ihr müsst ja denken, dass hier drüben dann die Felswand ist. Dahinter ist ja auch die Felswand. Ich habe hier zwei große Fenster. Hier die Tür, hinten ist auch noch ein Fenster. Das schauen wir uns dann gleich nochmal an, wie das Ganze aussieht im Designprogramm, also im Start.io oder Studio, wie man es nennen möchte. Und ich habe im Prinzip zwei verschiedene Brauntöne und noch dieses, es müsste Medium Nougat sein, und das hier ist, glaube ich, weiß gar nicht, welche Farbe das ist. Schauen wir gleich mal nach. Und vor allem auch diese runden bedruckten Fliesen mit diesem Muster von den durchgesägten Baumstämmen ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man sowas wie das hier bauen möchte. Und ich bin eigentlich relativ zufrieden. Hier vorne auf der Veranda kann man dann vielleicht noch die Figuren draufsetzen, die anderen. Und durch die offenen Fenster, es wird ja auch beleuchtet von innen, kann man dann auch eigentlich gut reinschauen. Wir schauen uns das Ganze einfach nochmal hier an. Hier sieht es farblich ganz, ganz anders aus. Es ist sehr interessant, wie groß da der Unterschied ist zwischen der gerenderten Version, die relativ realistisch aussieht, und wie das Ganze im Editor aussieht. Also das sieht wirklich farbtechnisch echt hässlich aus. Grundsätzlich habe ich innen drin natürlich gar nichts groß gemacht. Wir können noch ein bisschen reingehen. Da ist gar nichts drin. Wie gesagt, die Einrichtung kommt ja aus diesem Set, und ich will ja eigentlich nur die Hütte außenrum bauen. Und ihr seht, hier drüben ist gar kein Fenster, denn hier ist ja direkt die Felswand hoch. Wir müssen ja eh mal schauen, ob ich das überhaupt so richtig bauen kann, ob ich das Ganze noch ein bisschen versetzen muss, weil ich glaube, die Felswand ist tatsächlich zu nah dran. Beziehungsweise müssen wir mal schauen, wie weit die hier langsam zurückgeht. Ansonsten müssen wir tatsächlich das ganze Gebäude ein bisschen nach drüben setzen. Das wird ein bisschen Umbauarbeiten bedeuten. Aber so wie es jetzt aussieht, gefällt es mir eigentlich ganz gut, auch mit dem überstehenden Dach. Hier oben werde ich dann noch für sorgen, dass es dann nicht so eine riesen Lücke ist. Grundsätzlich werde ich wahrscheinlich einfach eine Reihe nehmen mit diesen einmal einer Round Bricks und das dann am Ende hier reinlegen. Und ansonsten hinten auch noch ein kleines Fenster, einfach um da ein bisschen reinschauen zu können, so Licht drin haben zu können. Aber das ist noch das Design. Ich habe jetzt auch einige von diesen bedruckten Fliesen genommen, die es in verschiedenen Sets gab. Ähm, Die sind relativ teuer teilweise. Da muss ich mal schauen, wie viel ich davon zu einem guten Preis bekomme. Aber wenn man sich das Ganze jetzt mal hier in dem gerenderten ansieht, macht es schon was her, dass da auch ein paar Fliesen dabei sind mit diesem Muster mit den Nägeln drauf. Ähm, Mir gefällt es auf jeden Fall, sage ich mal. Bautechniken sind auch ein paar interessante drin. Und grundsätzlich sind es ungefähr, ich noch mal kurz schauen, was ist denn hier? 1100, 1041 Teile in der Konstellation jetzt. Und wenn wir, ich weiß nicht, es gibt doch eigentlich hier noch eine Möglichkeit zu schauen, wie viel das Ganze grundsätzlich kostet. Ist das so möglich? Es gab hier auf jeden Fall mal eine Version nachzuschauen, wie das Ganze grundsätzlich wahrscheinlich kostet. Da gab es eine Funktion. Schauen wir doch mal. Model-Info könnte das gewesen sein. Hier steht es 263 Euro. Das wird ansatzweise nicht der Preis sein, den ich am Ende zahlen werde. Denn wir sehen das, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen sortiere. 6,32 Euro für diesen
braunen Hinge. Es kommt mir jetzt ein bisschen viel vor. Ich habe auch das hier, kostet auch keine 4,51 in der Menge. Es gibt die deutlich günstiger, auch im deutschen Bricklink. Das sind immer, ich weiß nicht genau, das Programm holt sich zwar die Preise eigentlich von Bricklink, ist ja auch ein Bricklink-Programm, aber ich muss sagen, grundsätzlich passt das ganz oft mit dem Preis überhaupt nicht. Und selbst wenn dieses Teil jetzt 6,32 € kosten sollte, dann nehme ich es auch in einer anderen Farbe, denn das ist ja nur hier unten drin versteckt. Und da kann man auf jeden Fall noch einiges sparen. Das hier sind realistischere Preise. Dann habe ich ja einige Teile auch schon da. Also ich habe viele von diesen bedruckten Rundfliesen tatsächlich schon da. Auch von den braunen Steinen sind einige schon da. Die Fenster hier sind da tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass wir am Ende bei diesem Preis enden werden. Aber es ist schon eine Hausnummer. Angeblich 663 Gramm, interessant. Aber grundsätzlich, was ich euch sagen wollte, das ist mein Entwurf. Hier dann nochmal in hübsch. Und ihr schreibt mir jetzt gerne unter die Kommentare, oder in die Kommentare hier unter diesem Video, wie ihr diesen Entwurf findet. Also ihr müsst bedenken, das Stanze steht ja, wie gesagt, was ihr gerade im ersten Cut gesehen habt, vorne auf dem Strand, vor den Felsen. Wird wahrscheinlich, wie gesagt, ein bisschen weiter runterrutschen müssen. Es wird beleuchtet sein von innen. Innen drin kommt die Einrichtung aus diesem Tor-Set rein. Das kennt ihr wahrscheinlich, aus dem auch die Bro-Tor-Figur ist. Und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich hier noch irgendwie eine Absperrung, ein Gitter, einen Zaun etc. hinbauen möchte. Hier an der Seite ist es eh schwierig, weil ja hier die Holzpfosten rausstehen. Ich habe jetzt erstmal, ich hatte mal welche dran im Entwurf, ich habe sie dann wieder weggenommen. Aber so sieht es momentan meiner Meinung nach am besten aus. Es wird auch noch ein bisschen hübscher werden. Ich glaube, dass wir draußen noch eine Laterne anbringen werden, innen ein bisschen Beleuchtung. In dem Set ist ja auch dieser Fernseher, auf dem ja dann Fortnite gespielt wird im Film, also auch am Set. Da überlege ich, ob ich das irgendwie so beleuchten kann, dass es so ein bisschen flimmert aus die Fenster. Und ihr müsst ja auch noch bedenken, dass diese Scheibe hier nach vorne gerichtet ist. Das heißt, man wird auf jeden Fall die Inneneinrichtung gut sehen können. Entwurf hat ein bisschen gedauert. Ich mache solche Entwürfe immer gerne digital erstmal, weil da eben sehr, sehr viele Steine dabei sind, die ich jetzt nicht einfach rumliegen habe. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung unter dieses Video und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Schönen 4. Advent auf jeden Fall. Und das nächste Video wird vermutlich wieder ein Update-Video sein, denn ich habe heute endlich wieder Pakete bekommen, in denen auch viele, viele Steine sind für den weiteren Bau des Bahnhofs, vor allem für die Fassade außen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das vorangehen wird. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sage ich noch, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und viel, viel Spaß beim selber bauen und tschüss.